Gut. 1, 2, 3. Ja, okay. Wenn ich in einer Figur drinnen bin, die ohne Punkt und Komma reden muss, dann geht es einfach wie ein Maschinengewehr. Wenn die Stimmung entsprechend ist oder wenn ich ausgelassen feiere, dass ich nicht aufstehen muss in der Früh. Relativ viel Tagesfreizeit, die aber mit freiwilliger Arbeit gefüllt werden kann. Gute Frage. Nein, es stört weniger am Leben eines Künstlers, aber was tatsächlich immer wieder uns in die Quere kommt und das Spiel behindert, sind kommerziellen oder organisatorischen oder Business-Seite, mit der man auch zu tun hat. Man ist ja Künstler, weil man kein Buchhalter ist. Da muss ich ganz banal antworten, wenn es der Familie gut geht. Ich würde auch sagen, wenn es der Familie gut geht, meine aber meine Familie. Und ich finde es auch gut, wenn es seiner Familie gut geht, aber Wenn es einer der beiden Familien schlecht ginge, Wird's würde uns es allen die schlechter. Arbeit beeinträchtigen. Ja. ja. Menschen, die ganz naiv Freude zeigen können, schlimmes Denken. Ja, das sind aber dann nicht dumme Menschen, sondern die haben es gelernt, zufrieden zu sein. Ich glaube schon, dass eine gewisse Dummheit dazugehört, um ständig glücklich zu sein. Naja, das ständige Glück ist ja einfach so eine Zufriedenheit. Vielleicht ist es mehr so eine Zufriedenheit. Ich bewundere Menschen, die ihr künstlerisches Tun mit einer absoluten Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit auf eine Bühne stellen können, als hätte die ganze Welt auf sie gewartet, selbst wenn es nicht so ist. Einer krank ist. Wenn Idioten glauben, sie sind keine Idioten. Es macht mich auch wütend, wenn jemand mit großer Selbstsicherheit auf eine Bühne geht und einen absoluten Mist zum Besten gibt. Bevor ich auf die Bühne gehe, würde ich nie vergessen zu kontrollieren, ob die Hose sitzt. Da erinnern wir uns auch gegenseitig. Einen Schweinsbraten essen. Den Fehler haben wir hin und wieder gemacht. Oder eine Wildplatte für 3 Personen zu zweit. Krankheit. Klimakatastrophe. Krieg. Ich habe tatsächlich Angst in Horrorfilmen vor Szenen, wo man weiß, es kommt jetzt gleich jemand ums Eck, weil ich nicht weiß, wann er kommt. Das mag ich nicht. Das ist tatsächlich sehr unangenehm. Ist es ein mehr Furcht? In dem Fall ist es tatsächlich eine Angst, dass es einfach passieren wird. Und das funktioniert immer. Eigentlich ist das Hauptprinzip oder Grundprinzip, um ein Mensch zu sein. Großes Interesse an anderen Menschen. Speak for yourself. Ja, Misanthrop. Du vielen. Ich würde sagen, ausgleichende Dinge. Dinge, die eigentlich wenig zu tun haben und mich in einen anderen Arbeits- oder eben Nicht-Arbeitsmodus, Ruhemodus bringen. Gärtnern zum Beispiel. Ich bin da. Bin schon weg. Gigantisch, schön, unheimlich. Und das Konzerthaus hat für mich sehr bald sich herausgestellt als eigentlich sehr zugänglicher Ort. Also hier findet ja quasi alles statt. Verwirrend verzweigte Flure. Was auch. Absolut. Ja. Fuchsbau. Ein Fuchsbau.